Seit einiger Zeit macht Alpina wieder große Werbung, dass sie die schnellsten serienmäßigen Limousinen herstellen oder auch Kombis. Die laufen momentan alle bei YouTube. Und da haben wir natürlich dann auch das passende Auto jetzt, um zu zeigen, welches Fahrzeug Alpina vor einigen Jahren noch, nämlich vor knapp 30 Jahren, als schnellste Serienlimousine der Welt gebaut hat. Nämlich den Alpina B10 Biturbo in der 5er Reihe E34. Ja, und dieses Auto haben wir uns jetzt mal hergenommen, um ein bisschen darüber zu berichten. Vor allem, was Alpina an dem Fahrzeug alles verändert hat. Das war bei dem Fahrzeug nämlich eine ganze Menge im Gegensatz zu aktuellen Fahrzeugen, da eigentlich nicht mehr von Alpina so viel gemacht werden muss, weil die Fahrzeuge schon relativ viel Technik von BMW mitbekommen, die dann relativ einfach auch verändert werden kann. Deshalb einfach mal am Beispiel von dem Alpina B10 Biturbo, was an dem Auto damals gemacht worden ist, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, als schnellste Serienlimousine der Welt. Auf den ersten Blick sind die Alpinas gerade von dieser Baureihe einfach zu erkennen, nämlich an den Frontspoilern, die an die Serienstoßstange angesetzt werden. In diesem Fall, dadurch, dass wir den Alpina Biturbo haben mit einem großen Ladeluftkühler hier in der Mitte drin, ist die Serienstoßstange natürlich auch ein bisschen verändert, also ein bisschen ausgeschnitten. Aber unterhalb des Spoilers ist, wie gesagt, der serienmäßige Frontspoiler oder Frontstoßstange vom E34 verbaut. Das ist das erste Merkmal, was von vorne auffällt. Dann natürlich die ganz typischen Alpina Felgen mit dem Speichendesign, so wie es Alpina eigentlich von Anfang an gebaut hat. Heute sehen die etwas abgeändert aus. Es gibt auch verschiedene andere Designs, was Alpina momentan herstellt, aber das ist halt die Klassikausführung, so wie Alpina die von Anfang an eigentlich gebaut hat. Dann auch typisches Alpina-Merkmal, bei dem Biturbo zumindest, der kleine Heckflügel auf der Heckklappe. Der ist bei dem Auto natürlich schon sehr wichtig, weil das Fahrzeug ja eingetragen ist im Kfz-Schein mit 291 km/h. Real sind es dann irgendwo um die knapp 296, die Fahrzeuge gehen. Dann setzt der Drehzahlbegrenzer ein. Und das sind jetzt mal die optischen Merkmale, die einen Alpina natürlich ausmachen. In dem Fall haben wir natürlich auch die Alpina Streifen verbaut, die auch wieder wahlweise bei Alpina zu bestellen gewesen sind. Das Design ist auch schon seit Jahren eigentlich bekannt von den Alpina-Fahrzeugen. Und was bei dem speziellen Fahrzeug jetzt noch auffällt, der hat seitlich die M-Technik-Schweller verbaut und hinten auch die Heckschürze vom M5. Das gab es eigentlich so ab Werk nicht. Es wird immer ab und zu berichtet im Internet, dass es ein paar Fahrzeuge geben soll, die ab Werk so bestellt worden sind. Mir persönlich ist davon nichts bekannt. Ich gehe davon aus, dass die dann eventuell beim Neukauf schon bei BMW, beim Vertragshändler, so umgebaut worden sind. Serienmäßig hat der Biturbo nämlich hinten die ganz normale 5er E34 Stoßstange und seitlich auch keine M-Technik-Schwelle. Das ist jetzt also auch bei dem Fahrzeug hier direkt so geschehen. Nur wann genau ist nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass das Auto auch gleich ab Neuzustand so ausgeliefert worden ist von einem Vertragshändler. Als erstes schauen wir natürlich erstmal unter die Motorhaube. Das ist natürlich das Interessanteste an so einem Fahrzeug. Die öffnet, wie man gut sehen kann, nach vorne, also nicht wie man sonst gewohnt ist, sondern dementsprechend klappt die nach vorne hoch. Und unter der Haube haben wir den serienmäßigen 535i Motor mit 3,4 Liter Hubraum oder knapp 3,5 Liter Hubraum. M30 Ausführung mit Zweiventiltechnik. Was auffällt für die Leute, die diese Motoren kennen, die Sauganlage ist von vornherein schon mal etwas abgeändert. Normalerweise verläuft die Luftführung von hier auf die andere Seite über den heißen Auspuffkummer drüber. Das ist bei dem Biturbo natürlich schon mal komplett verändert, weil er die Luft über den Ladeluftkühler hier vorne verbaut unterhalb des Wasserkühlers ansaugt und dadurch bekommt er auch nicht die heiße Luft vom Auspuffkummer ab.
sondern die kalte Luft vom Ladeluftkühler. Ist natürlich schon mal ein riesen Vorteil, was die Leistung angeht. Die meisten Bauteile sind wirklich absolut vom 35i, also alles, was man hier so rum sieht. Servoölbehälter, dann hier oben haben wir noch die Geräte, die den Öldruck und die Öltemperatur innen ans Instrumentenkombi weitergeben. Die Sensoren dafür, die sind hier direkt an den Ölfilterkopf angeschraubt. Ganz normal die Lichtmaschine, nichts verändert. Der Viscolüfter. Und die interessanten Sachen kommen dann eben auf der anderen Seite, wo man jetzt noch gar nicht hinschauen kann. Da gehen wir jetzt gleich mal rüber auf die andere Seite. Und das, was Alpina natürlich geändert hat, um auf die Leistung zu kommen, befindet sich genau hier drunter, unterhalb dieser Wärmeschutzbleche. Da sind zwei Garrett T25 Lader verbaut, die auch wassergekühlt sind. Und auch nach dem Ausschalten des Motors hat man hier unten drunter eine Zusatzwasserpumpe verbaut, die man da vielleicht ein bisschen erkennen kann hinter den Anschlüssen für die Klimaanlage. Die läuft die ersten Minuten noch ein bisschen nach, sobald der Motor auch aus ist, damit das Wasser weiterhin zirkulieren kann und die Turbolader ein bisschen abgekühlt werden. Dann natürlich der Ventildeckel mit dem typischen Alpina-Schriftzug drauf. Etwas abgeänderte Luftfilterkasten, der hier auch hinunter geht zum Ansaugen direkt aus dem vorderen Bereich. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem sofort erkennbar, der M30 Motor der Zweiventilausführung, also nicht wie beim M5 mit 4 Ventil, sondern dementsprechend eben nur die Leistung holt er raus durch die 2 Turbolader und die Ladeluftkühlung eben. Und der Ladeluftkühler, wie gesagt, befindet sich hier unten runter. Da kann man ein bisschen unten reinschauen. Der ist auch relativ groß. Und das sind jetzt mal die Grundmerkmale, was Alpina eigentlich gemacht hat, um auf die Leistung von 360 PS zu kommen, die von Alpina so angegeben sind. In Wirklichkeit sind es meistens deutlich mehr, also unter 380 PS hatten die wenigsten Modelle und bei dementsprechend kalten Außentemperaturen auch teilweise noch etwas mehr. Was an dem Auto auch nicht ganz serienmäßig ist, dürfen wir auch nicht vergessen, der hat die M-Technik-Spiegel auch vom M3 und M5 verbaut. Die sind auch etwas kleiner mit den Spiegelgläsern. Und was dagegen wieder komplett Serie ist, sind die Zusatzinstrumente, Lenkrad und Schaltknauf. Das ist also auch ab Werk so ausgeliefert. Und das Schöne sind gerade eben auch bei dem Fahrzeug die Zusatzinstrumente, die hier unten verbaut sind. Die informieren auf der linken Seite über die Öltemperatur vom Motor. Daneben liegt dann der Öldruckanzeige, die auch ganz wichtig ist. Und wenn wir zu wissen, auf welchem Stand der Motor ist, was Bläulager und so weiter angeht, dann hier drüben haben wir dann die Ladedruckanzeige, die jetzt aktuell 1 bar anzeigt, also den ganz normalen Atmosphärendruck. Und rechts daneben auch noch ein kleines, ganz wichtiges Instrument ist die Hinterachstemperaturanzeige. Die kommt auch erst nach ein paar Kilometern, wenn man das Auto bewegt, dass die sich zuschaltet, die Anzeige einschaltet. Wie gesagt, Lenkrad ist Original Alpina. Dann hier unten ist der originale Schaltknauf mit Holz. Und natürlich ganz wichtig auch von Alpina, hier unten die Plakette, wo auch nummeriert ist, welche Produktionsnummer wir hier vor uns haben. Hier haben wir die Nummer 234 von insgesamt 507 gebauten Biturbos. Und dann hier links daneben ist dann noch das sogenannte Dampfrad, Ladedruckregler, die man jetzt komplett aufgedreht hat auf maximal 1,8 bar, also 0,8 bar Überdruck. Und nach links rüber kann man ihn ein bisschen reduzieren auf 1,6 bar oder 0,6 bar Überdruck. Dann hat das Auto angegebene 300 PS, was vielleicht bei Nässe ab und zu mal etwas ratsam ist. Und natürlich auch darunter haben wir noch den ASC-Knopf hier. Links daneben der Tempomat-Schalter. Und der ist auch ganz wichtig, wenn man ein bisschen Spaß haben will.
einfach ausschalten und das Auto wird dann nur noch über das Schwerdifferential abgeregelt. Was auch teilweise recht sinnvoll ist, weil er teilweise beim Losfahren schon andauernd am Blinken ist und die Leistung reduzieren will. Ja, dann haben wir natürlich auch noch das typische Holz von Alpina verbaut hier. Das sind einfach nur Blenden, die drauf gesteckt werden auf den originale Untergrund. Dann haben wir in dem Fall jetzt hier auch originale BMW Sportsitze, so wie sie im M5 verbaut worden sind. Die sind auch elektrisch verstellbar hier unten. Mit Sitzheizung und in dem Fall sogar hat er noch Lottosenstütze mit verbaut. Die Schalter sind auf der anderen Seite. Ja, und der Rest der Innenausstattung ist soweit eigentlich ganz original BMW. Da ist nicht viel verändert. Nur bei dem Fahrzeug ist speziell nochmal ein schwarzer Dachhimmel verbaut. Ab Werk hatte der da auch noch einen ganz normalen silbernen Dachhimmel bei Alpina. Das ist also auch in Kombination mit den M-Paket-Dingen, die hier verbaut worden sind, geschehen. Ja, das sind mal die ersten Einblicke in so ein Fahrzeug, was jetzt Veränderungen gegenüber dem Serienmodell angehen. Und jetzt schauen wir nochmal, dass wir im hinteren Bereich noch ein paar Sachen finden, die nicht Serienstand sind. Und dann fahren wir das Auto mal auf der Landstraße. Ja, im hinteren Bereich haben wir eigentlich nur noch den Kofferraum, wo noch einige Sachen verändert worden sind, die jetzt nicht Serienstandard sind. Und zwar das Wichtigste dabei: Das Fahrzeug hat einen Zusatztank verbaut. Der befindet sich nämlich hier unterhalb, wo normalerweise eine große Mulde ist. In dem Bereich hier vor dem Ersatzrad, das natürlich auch ein Alpina Rad ist. Und somit hat man dann ein Gesamtfassungsvermögen an Kraftstoff von 110 Liter zur Verfügung. Und da kann man je nach Fahrweise sogar bis zu 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung fahren. In dem Fall sind es auch zwei Tanks, also der Originale und eben hier der Zusatztank, der da verbaut ist. Hier haben wir eben noch das originale 17 Zoll Ersatzrad. Das ist noch absolut unberührt in dem Fahrzeug hier. Mit dem originalen Michelin MXX2 Reifen, so wie sie es damals ab Werk ausgeliefert haben. Und dann natürlich auch mal ganz wichtig immer der Blick hier auf das Werkzeugset mit dem Abschlepphaken. Und da drüben liegen auch die Schlüssel für die Kapfen von den Alpina-Felgen. Genau, das ist ein bisschen kompliziert, wenn man da die Räder wechseln will. Das haben wir letztens erst gemacht. Da muss man erst mit dem Schlüssel anfangen. Und dann hat man drunter halt dann eben noch die Spezialnuss, die liegt hier daneben an. Und es ist alles ein bisschen aufwendiger, bis man mal eine Felge runter hat. Aber doppelt und dreifach gesichert ist natürlich ganz gut. Damals waren die Alpina-Felgen nämlich sehr gesucht, sind auch sehr gerne geklaut worden. Dadurch hat Alpina von vornherein gesagt, da tun wir ein bisschen was dafür, dass die nicht so leicht zum Stehlen sind. Ja, und wie gesagt, der Rest vom Fahrzeug, was jetzt optisch ist ziemlich seriennah. Was natürlich jetzt noch im hinteren Bereich gemacht worden ist, was man jetzt nicht sieht, ist die Hinterachse. Die ist nämlich auch extra nochmal gekühlt. Das heißt, da läuft unterhalb der Stoßstange, ungefähr hier in dem Bereich, eine Kühlschleife. Und diese Kühlschleife erhält das Öl über eine Pumpe. Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine mechanische und eine elektrische Pumpe. Direkt vom Hinterachsdifferential nach hinten geleitet, wird dort unterhalb der Stoßstange gekühlt und dann wieder nach vorne geleitet zum Differential hin. Das ist noch eine kleine Änderung, die Alpina da noch gemacht hat. Ja, und das andere, was natürlich noch ganz wichtig ist am Fahrzeug, ist natürlich das Getriebe. Dazu kommen wir jetzt aber erstmal, wenn wir das Auto auch fahren. Natürlich hat man auch auf die Bremsanlage geschaut bei Alpina. Man sieht hier hinter der Felge einen speziellen Bremssattel, einen Vierkolben-Bremssattel, der jetzt nicht so von BMW zu haben gewesen ist. Das ist eine spezielle Bremsanlage und vor allem auch die Bremsscheiben, die man hier sieht, sind eigentlich eine komplette Einzelanfertigung für Alpina gewesen. Das heißt, wenn man so einen Biturbo hat, ich weiß nicht, ob sich momentan was geändert hat, damals hat man nur die Bremsscheiben von Alpina direkt bekommen.
Dementsprechend waren die auch etwas teurer als das, was man sonst gewohnt gewesen ist. Und natürlich das Fahrwerk ist auch ein bisschen verändert. Hinten hat er sehr mäßige Niveaudämpfer verbaut. Das heißt, die Hinterachse bleibt immer auf dem gleichen Niveau. Dementsprechend natürlich die Fahrwerksabstimmung, auch Alpina mäßig anders abgestimmt, etwas straffer, aber auch nicht zu unkomfortabel, sondern wirklich so, dass man Langstreckenkomfort mit dem Fahrzeug hat. Und das ganze Fahrzeug eigentlich so abgestimmt ist, dass es einigermaßen sportlich ist, aber trotzdem eben auch gerade für die Autobahnfahrten so angenehm ist, dass man lange Etappen fahren kann, gerade eben mit dem großen Tank, ohne dabei ja, irgendwie ermüdend anzukommen. Und wir fangen jetzt einfach mal an, auf die Landstraße damit zu fahren, um mal einen Eindruck damit zu vermitteln, wie angenehm leicht sich das Fahrzeug fährt. Was das Schaltgetriebe betrifft, wir haben ja hier einen 5-Gang G-Track 290. Das ist aus einem kleinen Lastwagen herausgenommen worden, also hat nichts mit dem Original BMW M5-Getriebe oder sogar dem originalen 535i-Getriebe zu tun, sondern ist wirklich ein spezielles Teil nur für den Alpina Biturbo. Und damals Burkhard Bovensiepen, der Gründer von der Firma Alpina, hat auch damals den Kaufinteressenten geraten, dass sie das Fahrzeug so fahren können, dass sie sozusagen die Gänge überspringen. Also vom ersten Gang gleich direkt in den dritten und vom dritten dann sofort in den fünften. Das ist natürlich dann ganz schön, weil das Auto natürlich jede Menge Drehmoment hat. Und jetzt gerade eben vom dritten im fünften merkt man eigentlich keinen Unterschied, ob man jetzt den vierten Gang noch zwischendurch hätte reinnehmen sollen. Da merkt man, hat es extrem hohe Drehmoment und ja, gerade halt in Kombination mit dem 3,5 Liter Sechszylinder, dass man das Fahrzeug sehr schaltvoll fahren kann. Man sieht, das Auto hat immer gleich wieder ab Leerlaufdrehzahl so viel Kraft zur Verfügung, dass man eigentlich gar keine Drehzahl braucht beim Fahren. Natürlich, wenn man Spaß haben will, dann dreht man natürlich die Gänge dementsprechend auch hoch. Bei knapp 6400 Umdrehungen setzt der Drehzahlbegrenzer ein. Aber das war nur ein Hinweis von Burkhard Bovensiepen, dass man das Fahrzeug durchaus nur rein nach dem Drehmoment fahren kann und dementsprechend auch wenig Schaltvorgänge braucht. Nur bei sportlicher Weise stehen dann natürlich alle Gänge dermaßen zur Verfügung, dass man jeden Gang richtig schön ausdrehen kann. Und ab 4000 Umdrehungen geht es bei dem Auto auch erst so wirklich richtig los. So, jetzt geben wir im zweiten Gang mal richtig Gas, damit man auch sieht, der Ladedruck hochkommt. Und ab jetzt hört man es auch schön pfeifen, die Wastegates abblasen. Ja, weiter sollte man eigentlich nicht mehr fahren. Wir sind da auf der Landstraße unterwegs. Das Auto fährt sich sehr angenehm, direkt und auch leichtfüßig. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem i36 BMW mit der Zahnstangenlenkung. Das merkt man bei dem Fahrzeug immer beim Fahren, dass das alles ein bisschen mehr Spiel hat. Aber zumindest tut sich das Auto auf gar keinen Fall schwer auf der Landstraße. Jetzt gleich mal sehen, nach den Kleinwagen, wenn wir dann überholen, da muss man auch gar nicht runterschalten in den zweiten Gang oder sowas, sondern einfach nur ein bisschen drauf tippen und schon ist man vorbei. Das geht alles ohne irgendwelche Anstrengung.
was auch noch ganz interessant ist an dem Fahrzeug, die Technik, die Alpina damals vor 30 Jahren verbaut hat, wird eigentlich im Grunde genommen momentan auch noch vom BMW bei den aktuellen BMW M-Modellen verbaut, bei den M2s und bei den M3 und 4, nämlich ein rein 6-Zylinder-Motor mit Turboaufladung, also beim M3, M4 Biturbo, wie bei diesem Modell hier. Und wie man sieht, allzu viel hat sich die letzten 30 Jahre gar nicht mal getan. Das heißt, die Technik war schon vor 30 Jahren da. Es wird halt nur aktuell wieder als nagelneu verkauft, aber im Grunde genommen hat sich da eigentlich jetzt die letzte Zeit nicht mehr viel verändert. Man ist ja dann bei den M-Modellen dann bis zuletzt beim 10-Zylinder gelandet und bei den M3-Modellen dann beim V8. Ja, und jetzt sind wir wieder beim 6-Zylinder Biturbo angekommen. Dieses Auto hast du schon vor 13 Jahren gehabt, oder? Dieses Auto, genau, war vor 13 Jahren schon mal in meinem Besitz damals und ja, jetzt nach 13 Jahren ist er wieder hier gelandet und dementsprechend hat man auch zwischendurch 13 Jahre mal das Auto nicht gesehen und ist überrascht, wie aktuell sich das Auto auch heute wieder fährt. Ja, besser als vorher. Ja, auf jeden Fall. Das hat natürlich... Sieht auch besser aus als vorher, mit den Streifen. Ja, genau. Vorher hat es alles nicht drauf gehabt. Da hat der Vorbesitzer noch ein bisschen was daran verändert und auch mehr auf Originalität geachtet. Das ist alles jetzt wieder so zurück versetzt worden. Ein paar Sachen sind geändert und muss man echt sagen, ein super schönes Fahrzeug. Gerade in der heutigen Zeit, wo man die E34 nicht mehr allzu oft auf der Straße sieht.